Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Free Hopes. Wir sind hier auf der Weltkarte. Wir haben beim letzten Mal die wahrscheinlich knackigste Nebenmission, seit es Schokolade gibt, erfolgreich abgeschlossen. Und sind jetzt bereit für die Hauptmission. Buja. Die Schlacht bei Marktdritt. Legen wir los. Aber erstmal wird gespeichert. So gehört sich das. Und dann warten wir ab, was passiert, sobald der Loading Screen sich überlegt hat, dass es mal weitergeht. The fog is rather thicker than I imagined, Hubert. And if I'm not mistaken. Yes, I agree. Dark magic is assuredly the cause. We already know those who slither in the dark have had comings and goings at House Row. I doubt one of them is here, but there could be a mage present who received their training. Then we had best leverage our own assets. Why is everyone whispering? Is the enemy aware of our coming? It's entirely possible, yes. They could be directly on top of us, and we would scarcely know it. So yes, let us all stay on our toes. Prudent of you to bring it up, Ferdinand. Ah, thank you. I mean, thank you. Ganz meine Meinung. Why so quiet, Caspar? Normally you'd be at the front of the line making all kinds of racket. What, you think I'm the kind of guy who'd get all scared and give our position away? Sorry, I'm not afraid of anything. You're unusually quiet, Petra. Did you not get enough sleep or something? I am listening to our surroundings. Nothing has more danger than fog. One incorrect step and you will be losing your life. Can we all try to relax? I'm pretty sure we're alone out here, so let's just calm down before we wear ourselves out. Sometimes you all make me think we're still back at the academy. Is that supposed to be a compliment? Well, great. I was hoping to finish this before reinforcements arrived, but so be it. I will prioritize locating Lord Lenato. Can I leave the Imperial troops to you? I know what to do. Oh, das ist Jeralt. Just mind this fog. Make sure you don't attack the wrong side. That goes for you as well. Let us see if you can live up to your reputation. Da hat Ingrid doch einfach mal Jeralt und seine Söldner angeheuert. Oh, Ash überzeugen klingt ziemlich gut. Und Fackeln sollten wir auch mitnehmen. Haben wir eine bisschen bessere Sicht. Und dann sind wir halt auch schon voll. Mal gucken, wen nehmen wir mit. Wir müssen ja dabei sein. Ich habe unser Level auf 30 zurückgesetzt. Das sollte eigentlich erstmal ausreichen. Edels, also halt von den anderen habe ich jetzt, außerhalb von denen, die schon ein bisschen gelevelt waren, habe ich die Level jeweils um 10 angehoben. Dass die ein bisschen besser zurechtkommen. Ja, lass mal Monika mitnehmen. Die kriegt ein bisschen mehr EP. Dann haben wir hier... Ach, Edelgard ist motiviert ja dann, ne? Hier nehmen wir Petra mit. Das passt, das passt. Du bleibst zu Hause. Oder können wir dann... Und hier können wir erstmal Torwächter mitnehmen. Wo ist er denn? Da ist Torwächter. Oh, Torwächter ist in der falschen Klasse. Nehmen wir Freddy mit. Let's go. Closer we get, the denser the fog. I can barely make out my own feet. Which will prove useful. Ich glaube, wir sind immer noch zu stark. Ich glaube, es ist die Waffe tatsächlich. We need to find him before the kingdom does and take him into our protection. Na, dann suchen wir ihn doch mal. There's not a question of can. On forward, march. Begin. Da mal los, meine Lieben. I am advancing. Here I go. No mistakes. Everyone to me. Leave this one to me. Let's get moving. So, haben wir hier noch einen, den wir noch nicht rumgestellt haben? Ja, nee, ist noch da. So, wir sind ja hier gleich fertig. The fog
will provide cover, but not a problem. Gehen wir dahin. Move it forever. We need to hurry. We're not really going to stumble our way through this soup, are we? Das nehmen wir mal kurz mit. We had some sort of solution. Hold strong, men. His lordship needs us. So, wir haben ja noch ein paar Fackeln dabei. Packen wir die mal aus. Nevermind, wir gehen mal woanders hin. I've got this. Tja, Edel, du musst da mal... Wobei, das kann Petra, glaube ich, besser machen. Die ist im Vorteil. We must help them if we can. Send whatever troops we can spare. Und wir räumen hier mal ein bisschen auf. Oh, was ist da oben nicht in Ordnung? Ach, der hat einen Rapier. Alles klar. I will gladly handle this. Orders received. I will gladly orders received. Starting the mission. Du gehst da nicht hin, du gehst da hin. Advance. I will gladly handle this. So, so machen wir das. The Imperial Army is here. All troops, ready yourselves to intercept. Na schau, ist die auch noch da. Kommen wir ja gar nicht voran. Naja, die sitzt auf dem Pegasus, ne? Bernie. Schnapp sie dir. So, machen wir die mal weg. Die gehört uns. Was haben wir hier? Können wir gleich weitergehen. So, ist hier noch irgendjemand, der irgendwie verarztet werden muss? Leave this one to me. Let's get moving. Oh, haben wir Edelgard einen? Ja. So. Oh, hi. Du wirst es uns. So, den hätten wir. Da kannst du nämlich weitergehen. Oh, wir sind hier auch fertig. So, Ferdi ist da oben auch durch. So, dann geht er nämlich dahin. So, Jerisa ist da noch beschäftigt. Haben wir hier irgendeinen, der gerade im Kampf verwickelt ist? Ja, hier. Und dann können wir hier erstmal ein bisschen weiter rumkloppen. So, haben wir den nämlich auch. Vielleicht können wir da ein bisschen mit dem Magier helfen. Oh, da kommen wir gar nicht rüber. Müssen wir einen Umweg gehen, nevermind. Da gehen wir gleich mit Edelgard hin. Dann räumen wir hier ein bisschen auf. Und wenn die beiden dann wechseln, können wir uns um den Magier kümmern. Der erste. Oh, hier ist die Framerate wieder so gut. Liebe ich. So, hier war doch noch der Magier. Oder haben wir den schon besiegt? So, hier. Gut, den haben wir. So, wie sieht's denn hier aus? Können wir da einfach mal hingehen? Wir haben ja gerade nichts Besseres zu tun. So. Du hörst da mal. Der stand da gerade so. So, das hatten wir auch.
Also hinter. Wenn wir schon mal hier sind, können wir die Festung auch eben noch machen. Tada. Das nehmen wir doch mit. So, wo schicken wir dich jetzt hin? Ach, du kannst da eigentlich auch mal hingehen. Aber geh mal hier mit hin. Na, aber sind schon genug Leute. Du könntest eigentlich mal gegen den da ein bisschen vergnügen, bis die anderen da sind. Ja. Ich glaube, Ingrid ist sauer. Wer braucht es vielleicht das? Dachte ich mir. So, wo drückt jetzt hier der Schuh? Den haben wir auch gleich. So. Alles gut, mein Großer? Oh, wir haben kein Heal dabei. Moment. Hast du ein Heal? Nö. Gut. Gott, ich denke immer noch, die Blauen gehören zu uns, ne? Auf ihn! How could you betray His Majesty Lenato? How could you do this to me? Gehen wir mal auf Abfangkurs. You came here for me. Ash is your adopted son, and family should not fight family. Let us persuade him to lay down his arms instead. Okay. Machen wir. Oh, hier ist aber ganz schön was los. Ich muss sagen, es fühlt sich toll an, nicht mehr bei jedem Schlag gleich drauf zu gehen. Nicht einfach mal so durch die Gegend betzeln zu können. Oh, Ash, du bist ja auch noch da. Ganz vergessen. Our goal here is achieved. Now we hunt down any kingdom stragglers and... What? Uh-oh. Your fun ends here. An enemy detachment. Put them to rout and make sure to keep Lord Lenato safe. Auf sie! The mercenaries have cut off their retreat. Now's our chance to get Lenato. Not good. Da kümmern wir uns drum. Oh, wir sind falsch abgebogen. Engage! You again, is it? I see you fight for the Empire now. Draw your weapon already. You and me have a score to settle. Ganz genau, so sieht's aus. By the way, die hat uns gerade die Festung weggenommen. Die hätte ich gerne wieder. Ich mochte die.
So. Manchmal muss man ihnen doch ein Machtwort sprechen. Guess I better get in there instead of letting the kid do all the work. Count me in, Captain. I may be a new arrival, but no one can rival my enthusiasm. Ignore the Ashen Demon and target the enemy commander instead. Doing so will force them to... Aber wir hatten sie fast. Tja, wir können sie nicht besiegen, oder? Naja, die KP geht nicht weiter runter. Danke. Mehr wollte ich nicht. So, wir müssen hier mal kurz ein bisschen Ordnung reinbringen. Okay, ihr steht da schon mal richtig gut tatsächlich. Du kannst da auch noch hingehen. Mit deinem Schwert bist du da auch im Vorteil. Und, naja. Alle anderen machen dann alles andere. Oh, wir sind wieder falsch abgebogen. Oh, warte. Wir können ja hier super den hier machen. Kurz zielen. Wir wollen sie alle möglichst miteinander. Ach, wir machen erstmal die Kavaliere weg. Treffen wir? Das war schon mal einer. Kurz ein bisschen heilen. Können ja ein bisschen spammen. Ich muss sagen, Bernies Fähigkeit ist hier halt mal super praktisch. Okay, wer hat sie da gerade rausgeschubst? Wer war das? Huch, wo geht denn die Reise ganz hin? Viel Spaß damit. Ja, irgendwie. Okay. Pushing our luck here, Alois. You decide when we fall back. I'll take over. I'm swapping in. Und so viel hat der ja auch nicht mehr. Naja, so viel ist von deinem neuen Kamerad nicht mehr übrig. Da bist du. Junge, das sind aber ganz schön viele. So. Jeralts mercenaries, retreat! Well done. We have kept his lordship safe. This victory will greatly further our conquest. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gefällt mir. So kann es weitergehen mit unserem Leben. Well, we did it. Yet you're still the saddest looking fighter in camp. Why the long face? Because we only barely got the job done. Everything else was a miserable failure. Sure, we saved Lenato and put Jeralt and his mercenaries to rout. But we let the kingdom's troops get away in the process. And if that wasn't bad enough, I failed to beat the Ashen Demon. Basically, we lost in nearly every way you can lose. Wrong. You were hired to do a job, and you did it. And in the process, you've received a valuable reminder about the unique danger the Ashen Demon poses. Ach, sieht immer alles so schön positiv. You're right. I can't believe one fighter could turn the tide of an entire battle like that. Precisely. They're surely going to continue standing in our way, so do try to dig a little deeper the next time you square off. Then I guess my goal hasn't changed. Thanks for the encouragement. Tja, wir haben leider nicht genug Gegner besiegt. Eine Schande ist das.
So einen Level-Up hätte ich gerne bekommen. Und nicht so ein Schlacko mit 2 Werten. Naja, man ist überhaupt was gestiegen. Darüber sollte ich mich wohl mehr freuen. Da wir schwimmen mittlerweile wieder in Edelstein. Oh, wir haben Ash wieder mit dabei. Ich finde das immer so witzig, dass man sie hier einfach, dass die sich ergeben und dann so, oh, ich habe mich ergeben. Auch wenn ich mich schon mal ergeben habe, kann ich ja quasi auch für eure Sache kämpfen. Ist ja eigentlich egal. Ergeben, anschließen. Es ist ja gehops wie gesprungen. We must make haste. There's not a moment to lose. Understood. Randolph, take your troops to Orion Road and await further instruction from Hubert. Leave it to me, Your Majesty. Meine Güte, wir sind ja ganz schön weit, wenn wir schon bei Orion Road stehen. What happened? It seems the troops we stationed in the Alliance are in danger, and serious danger at that. Gloucester and the other lords betrayed them, and now they have been completely cut off. No. The word betrayal suggests they were on our side in the first place. But I think we can safely assume that was never their intent. This whole time they were simply waiting for us to move the rest of our army toward the kingdom. As soon as they saw an opportunity, they cut off routes to the Great Bridge of Myrden and Garreg-Mach. Now that our troops are trapped on Alliance lands, House Regan and House Gloucester have them surrounded on both sides. It's doubtless one of Claude's clever little stratagems, and it stings. I don't understand. Everyone is aware of the troubled history between Regan and Gloucester. Why would they decide to bury the hatchet now? Unless this supposed feud is little more than a web Claude has spun for this exact moment. Wie sagt man noch so schön? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Perhaps it is, but perhaps not. For all we know, he wants us to overthink the situation and make a greater mistake. Tja, da sollten wir wohl lieber vorsichtig sein. This all fell together too perfectly to be some kind of unhappy accident. I suppose. All I know is that our reinforcements will never make it there in time. The direct route east risks running into both Kingdom and Alliance forces. But if we attempt to skirt around them, we will all be aged in gray before we ever reach Gloucester. Which means our only option is marching south. We'll regroup on this side of the Aramid River, retake the Great Bridge of Myrden to cover our backs, and then cut through the enemy cordon. That doesn't sound a whole lot faster. Will our troops be able to hold out that long? I would say no, but these are no ordinary soldiers. They are commanded by our greatest warrior, Count Leopold von Berglitz, the Minister of Military Affairs, and a man who has never lost even one battle. If anyone can rally our troops and convince them to hold, it's him. What a brilliant trap. The Regan boys even craftier than they say. I agree, sir. Even Count Gloucester's inept army seems to be acting with remarkable discipline. But will the reinforcements reach us in time? The real question is, are they coming at all? Because if they're on the way, they'll make it in time. So long as I draw breath, they will make it. So count on them coming. Her Majesty would never abandon us. Yes, sir. Soldiers of the Empire, I know fear gnaws at your hearts, and that's nothing to be ashamed of. Don't run from this fear. Embrace it. Take measure of the enemy that surrounds us, and look them square in the face. Yes, we're outmaneuvered and face a vicious fight ahead. But pray to the goddess for protection, and her fire will fill your soul and temper your resolve. Our only duty here is to stay alive
Be fearful of death, and let not a single soldier fall needlessly. Raise your voices with me now. Let me hear your courage. We will not lose. Wow, these guys aren't backing down. If anything, they actually seem more excited than before. How is that possible? They're completely surrounded. No one will ever reach them in time. Yes, but Count Burgleys is their commander. And I'm guessing a lot of those troops are veterans of the Dagda and Bridget War. During that conflict, the Count's troops held off wave after wave of Dagda soldiers right to the very end. Our force must look tame in comparison. Okay, so what now? I wanted this to be clean, but we're looking at a complete bloodbath on both sides. What I want is the upper hand against the Empire, not these people's lives. And there's honor in that, but I don't think they're going to play along. They don't have to accept every part of it. I just thought they might be, you know, scared. Well, so be it. They may have boundless courage, but they don't have boundless food. If Count Burgleys wants me to tighten the snare, that's exactly what I'll do. Oh boy, da kommt ja was auf uns zu. Scarlet Blaze. Bridge of Betrayal. The Empire achieves early success in the war thanks to House Gloucester, a noble alliance house whose vows of allegiance and safe passage were key to the quick capture of Garreg Mach. But Count Gloucester breaks his oath and turns on Burgleys' troops, trapped in hostile territory with their supply routes severed. The Imperial Army's outlook appears bleak. I fear I may have miscalculated, my son. How can that be possible, Father? We have the enemy surrounded. Yes, and they have yet to give a damn. Time grows short, and soon Edelgard's reinforcements will descend upon the Alliance. Then we will hold them off at the Great Bridge. And they will find another way. If they manage to take even one of the Aramid River's crossings, they can break through our ranks. And while that may not spell immediate defeat, it will dash any hopes of Count Burgleys' surrender. Eventually, Edelgard's army will wash over the land, and then, my son, we will be defeated. Speak plain, Father. I beg of you. What does this mean for House Gloucester? Do not fret, Lawrence. This was a leap of faith we had to take to better our territory's fortunes. When Claude came to me with this offer, I determined the reward to be worth the risk. If the gambit fails, so be it. All it means is that our house will have to swear allegiance to the Empire. Edelgard will never settle for such. She will demand... Oh, Father. No. I am proud of you, my son. You have grown into a man strong and wise enough to lead our house. Is there nothing that can be done? What of your dream to claim the Alliance leadership from House Regan? It is your house now. You determine our path. Besides, when the dust finally settles from this war, there may not be an alliance to lead. So I am to submit to the Empire and carve out as big a place for our family as I can? Is that it? You would have me put an end to the Leicester Alliance? Perhaps my praise of your wisdom was ill-advised. You get ahead of yourself, Lawrence. We bend the knee only if we lose, not before. And as you said, we may yet be able to drive back the Emperor's reinforcements and win the day. Always think 2 steps ahead, my son.
be clever, survive. That is the lesson I seek to impart. I had best go prepare for my final battle as Count Gloucester. However this plays out, look for a way for our house to prosper, and seize it, Lawrence. Seize it! That is how Irvin Fritz Gloucester fights, and it is how you must fight as well. Well, we managed to slog our way to the encampment. Now we just have to finalize our plan. Why is it so important to hold part of the Aramid riverbank again? I mean, wouldn't it make more sense to cross over into Alliance territory before it's too late? If we do, we risk the enemy cutting off our retreat. We are here to break their siege, not fall prey to one. If we don't conduct this rescue carefully, we'll be worse off than we started. We must be smart. And that means establishing at least one bridgehead in addition to the Great Bridge of Murden. Yeah, okay. That makes sense. The Minister is a general of much endurance. He will be holding out until we arrive. He is more than a warrior and a maker of strategies. It would lack wisdom to be making an enemy of him. Yep, that's my father. No one can beat him. I just hope I can be half the warrior he is one day. I think even 1.5 Burgleases would be more than enough. Not that it's any of my business. So, what are we to do about House Gloucester? They have indicated a willingness to swear fealty, for whatever that pittance of a promise is worth. That leaves only Phlegathon and Ordelia, and I doubt very much that anyone would take us to task for dismantling them. The head of House Ordelia is one of the 5 great lords. Dismantling them, as you say, would hamper Her Majesty's ability to rule effectively in the future. Consider, for example, why we chose not to dismantle House Eyre. Because I belong to House Eyre, and you did not have to. Ah, of course. You are happy so long as they install successors who are willing to toe the line. That is the plan, yes. House Phlegathon, however, must be disposed of. Their Lord Acheron has leveraged his control of the Great Bridge to do whatever he well pleases. I have a suspicion the Alliance desires him gone as badly as we do. Keiner mag ihn. Der hat absolut keine Freunde. Were Her Majesty's schoolmates, yes? They may be more willing to listen to reason than the others. Sure, but Claude went to the Officers' Academy too. And he's taken a firm stance against the Empire. Do you really think this can be handled via diplomacy? That will depend on precisely what their demands are. But first, we must retake the Great Bridge and extricate Count Burgles and his troops. Let us focus our energies on that for the time being. Agreed. And it would behoove us all not to overlook how devious Claude can be just because we went to the academy together. If he's not willing to come to the table, I won't hesitate to meet him on the battlefield instead. Tja. Dann sollten wir nicht zögern. Sometimes you have to kill old friends in this line of work. That's just how it is. Meine Güte, uns geht's ja erstaunlich gut damit. Wenigstens sind wir mal woanders auf der Karte. Ich glaube, in der Ecke waren wir so noch gar nicht. Was willst du denn jetzt? Hi. Wir verfügen jetzt über eine Forschungsstation, die Gelegenheit für intensives Training bietet. Jeder sollte es einmal ausprobieren. Na los, sieh sie dir genauer an. Kann ich mich dahin porten? Naja, gehen wir zur Logistikmeisterin, holen da gleich schon mal den Stuff ab.
So, damit die nicht wieder meckert. Dann flitzen wir mal nach da unten. Oh, was haben wir denn da? Die Menschen litten lange unter der Tyrannei des gnadenlosen Chaos. Der niederträchtige Nemesis, der sich selbst den Namen Befreier gab, ergötzte sich an Krieg und Blutvergießen. Doch anstatt sich gegen seine Verfolgung aufzulehnen, verfielen die Bewohner Vogtlands in wütende Raufereien, um durch Mord und Diebstahl Macht zu erlangen. 41 Jahre vor der Gründung des Adressianischen Kaiserreichs. Die heilige Seros erschien im Land von Enbar und verbreitete durch die unbegreiflichen Wunder, die sie vollbrachte, Licht im ganzen Land. So vereinte sie auch die angeschlagenen Herzen der reinsten Menschen Vogtlands, die daraufhin die heilige Kirche der Seros gründeten. Jahr 1 des Kaiserreichs, die Gründung des Kaiserreichs Adrestia. Im ersten Jahr unseres Kalenders wurde das glorreiche Adressianische Kaiserreich gegründet. Seinen Namen verdankte es seinem Orakel und seine Zukunft wurde von der Göttin gesegnet. Seine Hauptstadt Enbar sollte über den Süden Vogtlands herrschen, dem auch die heilige Seros ihre Macht verlieh. Jahr 32 des Kaiserreichs. Krieg der Heroen. Wilhelm Paul Reswelk, der erste Kaiser von Adrestia, hob eine Armee zur Vereinigung Vogtlands aus. Mit all seiner Macht ließ er die Ländereien jener Häuser zerstören, die es wagten, ihrerseits nach mehr Macht zu streben. Jahr 46 des Kaiserreichs, die Schlacht von Gronda. Ein heftiger Kampf entbrannte auf dem Feld von Gronda, auf dem die Häuser, die sich Nemesis angeschlossen hatten, und die Armee des Kaiserreichs Adrestia aufeinandertrafen. Die kaiserliche Armee ging dort als Sieger hervor. Jahr 91 des Kaiserreichs, die Schlacht von Talten. Die Häuser, die sich Nemesis angeschlossen hatten, und die kaiserliche Armee traten erneut gegeneinander an, diesmal auf der Ebene von Taltean, so heißt es nämlich richtig. Dort fiel der finstere Nemesis schließlich und das Kaiserreich konnte einen wichtigen Sieg erringen. Jahr 98 des Kaiserreichs, das Ende des Kriegs der Heroen. Der Nachfolger von Kaiser Wilhelm I., Lykaon I., erlang einer plötzlichen Erkrankung. Das Kaiserreich, das über den Großteil Vogtlands herrschte, ergriff sogleich die Gelegenheit, um scheinbar den endlosen Krieg zu beenden. Meine Güte. Wir haben endlich die Taktik. Dingsens, dann können wir hier mal die Kriegerleiste ein bisschen auffüllen. Wir haben leider nicht so viel Geld. Das ist ja immer so teuer. Machen wir mal das Waffenlevel ein bisschen höher. Und dann haben wir auch schon gleich kein Geld mehr. Können wir uns noch ein bisschen was leisten? Na, ist hier noch jemand? Ach, meine Karte hat noch nichts. Jetzt sind wir wieder arm. Sehr schön. Die richtige Taktik für jeden Sieg ist entscheidend. Daran sollte ich während meiner Vorbereitung denken. Gut, dass wir darüber geredet haben. Schön, schön. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Pause. Ich brauche mal eben unsere Aktionspunkte da oben auf, dass wir dann halt beim nächsten Mal frisch starten können. Und dann werden wir uns über die weite Weltkarte kämpfen. Na gut, so weit ist sie nicht. So viele Missionen sind es gar nicht. Aber wir werden uns dann auf jeden Fall wieder ein paar Wir werden uns wieder in die Schlacht stürzen. Bis dahin, bleibt gesund. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und ciao.